For English subtitles, activate the subtitle button, please. Herzlich willkommen, Reptilien der O. Ja, wir sind hier mit Jim Pether. Ihr kennt ihn vielleicht, oder er ist relativ bekannt weltweit. Er ist eigentlich Brite, aber lebt auf den Kanaren, ist im Reptiliengeschäft schon für lange Zeit. Und wir machen heute mit ihm einen Ball Python Hunting Ausflug. Und da haben wir natürlich noch professionelle Hilfe dabei. Wir haben den Oriku. Er arbeitet hier in Ghana mit den Reptilien. Und wir haben einen Trapper dabei, mit dem wir schon zuvor gearbeitet haben. I forgot your name, tell me. How? Yao Albinegra. Jal? Yao. Yao. Ah, Yao, I remember, yes, the name, Yao. Albinegra. Yeah. So, wir haben hier den Yao Albinegra. Er ist erfahrener Trapper hier in Afrika. Ich habe schon mal vor ein paar Jahren mit ihm gearbeitet. Damals hat man ein Piebald hier gefunden. Und hier haben wir unseren Fahrer. What's your name? Selassie. Selassie, yes. So, hier haben wir unseren Fahrer Selassie. Er arbeitet für Titi hier in Afrika. Titi ist ein Exporter. Es ist jetzt 8:40 Uhr morgens. Eigentlich hätte es um 7 schon losgehen sollen, beziehungsweise ursprünglich hieß es um 6 Uhr gehen wir los. Ich habe die Uhrzeit auf 7 hochgehandelt, weil ich gedacht habe, ich will wenigstens bis um 7 schlafen. Letztendlich gekommen sind sie um 8:30. Ich hätte natürlich das gleich bei 6 Uhr lassen sollen, dann wären wir pünktlich um 7 oder um 7:30 losgekommen. Okay, dann gehen wir jetzt mal Ball Python Hunting. Ja, jetzt sind wir hier angekommen. Schöne kleine Ortschaft, so ein bisschen in der bergigen Gegend. Wir sind jetzt ungefähr eine Stunde gefahren von Accra. Also wir sind ca. 20 Kilometer von Accra, von der Hauptstadt entfernt. Das ist so ein kleines Dorf hier mit Landwirtschaft dabei und da werden wir jetzt losgehen und gucken, ob wir was finden. Wir sind in einem kleinen Dorf, ca. 20 Kilometer außerhalb von Accra. Ich bin hier mit Jim, den ihr gerade schon im Intro gesehen habt. Noch eine nette Episode zu Jim. Ich habe euch von dem stinkreichen Kanadier erzählt, der 8 Banana Ball Pythons besitzt. Jim ist noch viel reicher. Er besitzt was ganz Seltenes, nämlich Komodo-Warane und das jede Menge. How many of the Komodo dragons you have? 12. Jim hat 12 Komodo-Warane in seinem Besitz, also absolut seltene Tiere. Gigantisch, also ein unvorstellbar reicher Engländer hier an meiner Seite, der mir hilft, Ball Pythons zu finden. Jetzt hoffen wir, dass wir was finden. Wir haben gute Leute dabei und los geht's. So, bei der Gelegenheit will ich euch mal noch hier wegen das Leben hier auf dem Dorf zeigen. Wir sind jetzt hier, ja, hier vorne, wo wir die Frau laufen sehen. Das ist hier die Hauptstraße im Dorf. Hier sind so die einzelnen Häuser. Das ist so typische ländliche Ortschaft hier. Also wir würden es als Dorf bezeichnen. Hier sagen sie mal Village, sagen sie dazu. Ja, das Leben spielt sich hier ein wenig ab so. Natürlich jede Menge Kinder, verschiedene Größen. Hier ist so ein bisschen die Kindergartenecke hier. Der Kleine hier mit dem großen Messer in der Hand, der hat die ganze Zeit geweint. Jetzt fängt aber das Weinen an. Irgendwie, der weiß, wenn man von ihm redet. Der hat, seit er uns sieht, weint er eigentlich. Ich weiß auch nicht, was er mit dem Messer vorhat. Schauen wir mal. Und jetzt wird er hier aus dem Bild gebracht. Der kleine Schreihals muss weg. So, der Jim macht sich ein bisschen nützlich. Wir stehen gerade hier und warten auf den Farmer hier, zum den fragen, ob wir auf seinem Grundstück farmen dürfen. Und der Jim klopft hier ein bisschen, ich glaube, das ist so Palmöl oder sowas, was hier gemacht wird. Und das ist natürlich nicht hier irgendwie so ein Touri-Ding, was sie da hingestellt haben, sondern wirklich, das ist hier einfach das ganz normale Dorf. Und da kommt wahrscheinlich einmal im Jahr, kommt da irgendein Weißer vorbei, wenn überhaupt. Ne?
So you do the palm oil, or what you do? Palm oil? The oil? Yes, the palm oil. For soup, okay. Okay, also der macht diese, also das Palmöl, und da wird die sagen Soup dazu, also so wie eine Soße für das Fufu wird da dafür gemacht. So, wir sind jetzt hier angekommen und da liegt eine, also nicht, ja, die haut jetzt gerade ab, auch nicht in einer Höhle versteckt, wie gedacht. Wow. So, jetzt hier noch kurz der Unterschied, also wären wir jetzt hier bei Discovery Channel, dann würde das Ganze mit "Oh, attention, she bite me, oh, take care, she's killing me, oh yeah, I got her." Aber da wir hier bei Reptil TV sind, oh, okay, das war die Discovery Channel Einlage, aber wir sind hier beim seriösen Reptil TV, deswegen läuft das jetzt nicht so sensationell ab. Ja, also interessant, das Tier hier war, das Tier war hier nicht in der Höhle vergraben, sondern einfach hier im Gras. Thank you, sir. You made me a very happy man. Also wir haben hier den, Thank you. also das hier ist der Farmer, der hier das Feld bebaut, und der hat das Tier hier entdeckt, dass das halt da liegt, und hat uns mehr oder weniger Bescheid gesagt, dass hier im Gras sich die schöne Schlange versteckt. Ist ja interessant, wie dick das Tier ist. Man sieht, also das ist richtig fett gefressen. Also die Tiere hier in der Natur ist aber auch normal, also die sind wirklich alle dick und kugelrund. Ne? Ich habe schon Fotos gesehen in Büchern, wo es heißt, da hier eine Schlange in der Natur gefunden, da sieht man irgend so ein ausgemergeltes Tier. Ich bezweifle, dass die ausgemergelten Tiere wirklich in der Natur sind. Also die Königspythons, die ich bis jetzt in der Natur gesehen oder gefunden habe, die sind so fett wie die hier, oder fast so fett zumindest. Ja. Auch eine ordentliche Größe. You call it a ball python or royal python? We call it royal. Royal, yeah. That's the first name, huh? Ich denke, But then the Americans changed it. Yeah, it's big ball python. But sometimes they call it the crown python. Like this. So it's like a crown. It goes on your head. well, what size you think it has? Maybe roll 1 it, meter 50. maybe roll it up and Roll it up or unroll it? unroll it in front of your body, Here we go. so we can see the size. Ja, also ich denke, hat bestimmt. Jim, do me a favor. I have to turn the camera sideways, upwards, the way you hold it. Okay. Okay, this way. So, ja, ich denke, das Tier hat fast 1,50 Meter. Hat eine ordentliche Größe, 1,40 vielleicht, 1,40, 1,50. Ja, schon, doch, ja, hat sogar mehr. Also ich würde, I think it's 160 something, huh? Maybe. I'm 180. Ja. Ja, ordentliches Teil. Schon eine schöne Größe. Ja, ich zeige euch jetzt noch mal genauer die Stelle, wo sie drin war. Ist nämlich schon interessant, also der Boden ist relativ oder einigermaßen feucht. Hier vorne ist er sogar ein wenig so matschig, swampy, ne? so ein bisschen
wie soll man sagen, so morastig. Das will ich euch gerade mal auf der Kamera zeigen. Ich denke, wichtig einfach, man bekommt, oder was ich hier zeigen will, ist, dass er einfach einen Eindruck bekommt, wie der Lebensraum wirklich ist von den Tieren. Ne? Also es ist weder diese knochentrockene Savanne, die man sich vielleicht vorstellen mag, aber es ist erst recht keine Bäume, die hängt nicht irgendwo auf dem Baum oben, sondern die lebt hier wirklich auf dem Boden. Interessant auch, die probieren auch nicht zu beißen, wenn man die fängt. Ne? Man sieht, das Tier ist zahm, das ist brav, das lässt es mit sich geschehen. Und wird wahrscheinlich hoffen, dass die denkt sich wahrscheinlich, der Depp, hoffentlich lässt er mich bald wieder rennen. Einfach mal wegen so einen Eindruck zu kriegen, wie die wirklich hier in der Natur leben. Also hier läuft wegen, ja, die sagen hier, da ist ein Bach oder sowas. Ich würde es jetzt nicht wirklich Bach nennen, aber hier ist der Boden feucht. Ja, also läuft schon wegen so Wasser durch. Und hier in der Mitte sehen wir das ist wie so ein Grashügel. Ziemlich hohes Gras, und wir haben das Tier hier am Rand von dem Gras gefunden, ja, wo der Jim gerade steht. Hier, wo der Jim gerade steht, da lag das Ding. Und da ist noch ein anderes Loch, wo noch ein Tier drin sein muss, aber das sieht recht tief aus. Die können wir zumindest angucken. So, und hier haben wir jetzt nochmal ein ganz typisches Loch. Und eben an diesem Loch, also die sagen, da ist sicher eine Schlange drin, weil einfach der Eingang schön sauber ist. Ne? Man sieht da mal, also das kann man selbst als Laie sehen, das ist hier blatt gedrückt. Ne? Man sieht, da kriecht was rein und raus sozusagen. Deswegen sind die sicher, dass da was in dem Loch drin ist. Das Problem an diesem Loch ist jetzt lediglich, wir sehen hier schon die Wurzeln, ne, von dem Geäst, und wir sehen diesen riesigen Hügel über diesem Loch. Also das Tier hier ausgraben, sie meinen, sie haben nur ein kleines Gerät dabei, also eine kleine Hacke und so weiter. Wenn sie dringend Tiere brauchen oder wenn die Weibchen trächtig sind, dann graben die auch so ein Loch aus, aber da gräbt man bestimmt 2-3 Stunden dran. Und heute bei der Hitze und mit dem kleinen Hackegerät wollen sie da nicht graben. So, jetzt haben wir hier das andere Loch. Wir sind hier mitten in dem Cassava-Feld. Er hat jetzt hier schon ein bisschen angefangen mit Graben. Es war jetzt auch, so wie wir vorher gesehen haben, auch so ein ganz sauberer Eingang. Also er meint, da wäre bestimmt was drin. Und jetzt beginnt die harte Grabearbeit. Normal mache ich natürlich hier den Job mit dem Graben, aber da ich jetzt ja filmen muss, gräbt der Jau. So, er hat jetzt hier begonnen, aber irgendwie nichts Richtiges finden können. Es ist schon ein Stück darüber gegangen, da war nochmal ein Loch. Jetzt guckt er an dem Loch weiter. Also er guckt jetzt noch ein bisschen, aber er meint, die Schlange wäre nicht drin. So this time of the year, maybe they go out to look for food or what? Some have laid eggs, some have to eat. Yes, after laying. Also um die Jahreszeit, die haben jetzt ja die Eier gerade abgelegt, ne? Oder was heißt jetzt gerade abgelegt? Die haben die Eier abgelegt, die Eier sind jetzt geschlüpft und dann gehen die jetzt auf Nahrungssuche. Und um die Jahreszeit hat es auch Nahrung. Wir sehen an dem grünen Feld, es hat Nager, es hat Getreide, also finden die Tiere auch Futter. So, hier nochmal ein Überblick über Ball Python Country. Also Joe, unser Trapper, sagt, dass gerade da hinten so den Hügel, wo man da hochgehen sieht, dass es da ganz viele Tiere hat. Aber das Problem hier ist ein bisschen, wir haben es jetzt auch gesehen beim Durchlaufen, es ist ziemlich felsiges Gebiet hier. So, wenn die Tiere haben dann oft die Höhle zum Teil unterm Felsen oder so, und da ist natürlich nichts mit ausgraben. Deswegen es hat hier sehr viele Tiere, aber man kann sie fast nicht fangen hier. So, jetzt haben wir hier leider eine kleine Zwangspause. Unser Vorderreifen ist platt.
Das ist ja auch nicht ungewöhnlich, das passiert so jeden zweiten, dritten Tag. Das Dumme ist leider, die haben das Radkreuz rausgenommen und in ein anderes Auto gelegt gestern, weil sie da Auenplatten hatten. Und das Radkreuz liegt immer noch im anderen Auto. Und selbst in Afrika kriegt man die Schrauben nicht mit den Zähnen auf oder mit einem Auto Leatherman bringt da nichts. Wir brauchen ein Radkreuz. Und jetzt sind wir hier ein wenig am Rumgucken hier in dem Dorf und brauchen erstmal ein Radkreuz. Wir haben jetzt hier nochmal ein Loch gefunden und wir sehen, da sind Eier drin. And the female, where is the female? Is inside? It's in the hole, this hole. The tail one Is in another hole. yes. And the eggs is fresh eggs or what Fresh is eggs. fresh eggs? You Also hier sind die Eier in diesem Bau und das Weibchen, das wäre in ein anderes Loch verkrochen hier in der Nähe. Jim hat jetzt die Eier rausgeholt, aber sind keine frischen, sondern sind schon geschlüpft. Beziehungsweise es hat auch, ich fand, es riecht ein klein bisschen aus dem Loch raus. Also ich denke, die The baby there inside. The baby stay inside? Yeah. Yeah. also denken, dass die Babys jetzt noch drin wären. The baby is not inside. No, maybe it goes back deep. Also wir sehen, es war jetzt wohl ein Gelege mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Eier, also recht großes Gelege. Bin aber auf das Weibchen gespannt, das wir finden. Das Weibchen ist doch hier drin. Okay. Ah, und sogar Babys sind drin. He's 10 eggs, so there should be 10 babies inside. Wait, I'm going to forgot. Wait. Hey, Allah go dire. Hey, sister. Oh. Wir haben hier natürlich auch Zuschauer, die haben dann mehr oder weniger Spaß dabei. You are very brave. So, jetzt mal die Temperatur prüfen, die es hier drin hatte in dem Bau. Right, who got the babies? Also ganz da drin haben wir jetzt 30 Grad. This year, the babies are here. Probieren wir noch ein wenig tiefer reinzukommen. The mother with the babies. You don't see. So afterwards, let's get the temperature. 30,2. 30,2 degrees. Mal noch weiter rein. Also 30,2 hat es da drin. Ne? Also wir sehen, selbst hier in der feuchten Erde 30,2 Grad. Die Babys haben sie jetzt rausgenommen. Die Babys werden sie mitnehmen. Und das Weibchen lassen sie abhauen. Und ja, macht er das Loch wieder ein bisschen zu. Hier nochmal kurz zum Zeigen, wo wir sind. Also hier ist so ein Maisfeld, ne? Hier ist frisch der Mais gepflanzt. Hier ist der Termitenbau, beziehungsweise hier. Und hier ist unser Loch. Ne? Also wir sind hier genau am Rande zwischen Maisfeld und was wir hier links sehen, ist ein Cassava-Feld. Ja, also das Tier, also wir sind hier wirklich mitten auf dem Kartoffelacker, würde ich bald mal sagen. Also links das Cassava ist ja so eine Knollenfrucht, ähnlich der Kartoffel. Und wie gesagt, hier der Mais. Und hier im Hintergrund ein bisschen so die bergige Landschaft. Wie gesagt, 20 Kilometer von Accra entfernt ungefähr.
Jetzt soll eben noch ein zweites Tier hier in dem Termitenhügel sein. Aber den auf- oder umgraben, das wäre jetzt absolut zu mühsam. Also die Arbeit will sich keiner antun. Da haben wir das Tier jetzt. Liegt hier drin. So wie sie da liegt, könnt ihr mir vorstellen, dass sie auf Eier liegt. Sieht so aus, wie wenn sie so rumgekeult da liegt. Mal schauen, was wir finden. Ja, also die liegt auch auf Eiern. Ich glaube, die Eier sind noch zu, so wie es aussieht. So, dann machen wir hier noch den Temperaturcheck wieder. Wir haben hier das Weibchen auf ihren Eiern liegen. Mal schauen, was wir da messen. Wir haben jetzt hier so ganz am Anfang 30,6, wenn ich es direkt drauf halte. Wenn ich mehr reingehe ins Loch, 30,9. Was man allerdings dazu sagen muss, dass wir hier jetzt schon 10, 15 Minuten das Loch geöffnet haben. Also ich denke, da ist schon einiges an Hitze raus. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht sogar noch 1 Grad mehr war da drin. Da haben wir das Tier. Ist ein relativ kleines Tier. Ich würde sagen, naja gut, so ja doch 1,5 Kilo würde ich mal schätzen, hat sie schon auch. Und da haben wir das Gelege. How many eggs you see? 6 Eier. So, wir haben unsere Aufnahmen gemacht. Gleiches Spiel. Schlange darf abhauen. Jetzt findet sie hier ein anderes Loch. Ja, das ist schon besser und tiefer das Loch, obwohl ich glaube, so groß ist es gar nicht. Man sieht sie hier immer noch ein bisschen. So, und die Eier, die werden mitgenommen, die tut er daheim noch ausbrüten. Noch zum Abschluss ein Tipp für die Kinder. Wenn ihr Pythons suchen geht oder wenn ihr mit euren Eltern in Afrika in Urlaub geht und ihr geht in den Dschungel, geht im Busch, zieht euch nicht so bekloppt an wie ich mit Shorts und T-Shirt. Definitiv nicht das Dschungel-Outfit. Ja? Zieht euch anständig an, lasst euch nicht beißen, dass euch nichts passiert. Es gibt außer Pythons auch giftige Schlangen, es gibt hier Kobras, es gibt hier Mambas. Also zieht euch anständig an, wenn ihr das macht. Und noch zum kurz zeigen, wie die Leute hier leben. Hier im Hintergrund sehen wir die Häuser. Also hier ist noch so die Lehmbauweise angesagt. Hier wird gekocht. Da sind die Kinder. Da sind die Ziegen. Die Hühner werden irgendwann mal geschlachtet. Also das ist, würde ich mal sagen, noch eins von den besseren oder größeren Häusern. Man sieht da ein verlassenes Haus oder eins ohne Dach da hinten dran. Das ist so das normale Durchschnittshaus hier. Das ist dann auch zu dem Thema, wieso die Leute hier die Schlangen aus der Natur rausholen. Ich meine, die Babys oder die Eier, wo wir gefunden haben, also es sind, sagen wir, pro Tier ungefähr $5 wert. Jetzt rechnen wir mal hoch, dann sind es $40 plus die Eier, das sind ungefähr $70. Was er jetzt da gefunden hat, das ist natürlich Wahnsinn. Das ist mehr wie ein Monatslohn, was er da gefunden hat. Und ich denke, niemand kann vorwerfen, wenn jemand, der hier lebt, das Tier aus der Natur holt. Und man muss wirklich dazu sagen, es gibt hier sehr, sehr viele Königspythons noch. Also wir waren jetzt wirklich nicht lange unterwegs zum Suchen. Es gibt hier wirklich viele Tiere noch. Und ich denke, es ist vertretbar, wenn die Eier oder die Babys hier entnommen werden. Ja. Das ist nicht das Farming, oder das sind dann die sogenannten Buschbabys, sagen sie zu den Tieren. Das sind die Tiere, wo nicht zu der normalen Zeit exportiert werden, sondern das sind dann die Tiere, wo im Ende Mai, Juni, Juli kommen, wenn die Farmzuchtbabys alle aus sind, dann kommen sie mit diesen Buschbabys, die wir jetzt heute hier gefunden haben. So, wir sind am Ende von unserer Pythonjagd. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir waren absolut erfolgreich. Wir haben Tiere gefunden, wir haben Eier gefunden, wir haben Babys gefunden. Alles, was wir wollten. Wir konnten die Temperatur messen. Ich konnte euch vor allem die Umgebung zeigen, den Lebensraum von den Tieren. Ich fand es auch interessant. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Deswegen bleibt mir treu und checkt unsere Boards hier.
herzlich willkommen Reptil der Oaf. Machen wir nochmal. One more time, it was kind of bullshit. This is Jim Peffer reporting from Accra, Ghana at 8:40 in the morning, where I've been waiting for 2 hours to be picked up by Stefan the man. It was too much blah 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 blah. That's what you have editing for. 15 minutes gonna Jetzt habe ich mich natürlich wieder dumm verplappert, machen wir nochmal. Zweiter Versuch, also zu viel bla bla. Jetzt probieren wir das hier kurz und knackig. Ja, wir sind hier und okay, nochmal. Things as well. Oh, give me the snake. No, it's mine. $4. Give me the snake. Oh ja, jetzt fängt sie sogar das Scheißen an hier. Ich denke, das ist jetzt eher der Part für die Outtakes. Ich habe eine kackende Königspython. Upsa. Okay. Jetzt hoffe ich nur, sie hält ihr Schwänzchen weiterhin so wie jetzt, dass ich nicht den ganzen Mist abkriege. I was talking bullshit again. Das Gute ist, da der Jim schon gecheckt hat, ob es da irgendwelche Kobras oder Gaboons oder Puffottern drin hat, kann ich jetzt hier den Held spielen und meinen Arm reinstrecken, weil ich jetzt vorher nicht gemacht. Was a bit better. Yeah. Maybe. A bit shorter.